Wir machen heute wieder einen Ausflug in die Produktfamilie von Loxone und ich werde dir heute die Remote Air vorstellen. Das ist dieses kleine Gerät und das ist halt wirklich super kraftvoll. Das funktioniert ähnlich wie ein T5-Schalter, den du vielleicht an der Wand schon verbaut hast. Er hat 5 Tasten, die man triggern oder drücken kann und in der Loxone Config halt individuell an Bausteine ransetzen kann, wie du das gerne möchtest. Bei uns im Wohnzimmer läuft halt tendenziell noch alles sehr, sehr klassisch über normale Deckenlampen mit altem Lichtschalter und wir haben nur Ambientbeleuchtung, die schon automatisiert ist und mit der kleinen Remote gesteuert werden kann. Zusätzlich haben wir einen Deckenventilator verbaut, der ebenfalls darüber getriggert werden kann. Das heißt, man muss da jetzt nicht irgendwie die App rausholen, sondern kann das alles mit dem Ding machen. Dann noch kurz der Hinweis, das Video ist weder gesponsert, noch bekomme ich Geld dafür, dass ich euch das Gerät zeige. Ich mache das aus freien Stücken, einfach nur um euch zu zeigen, was es halt gibt, wie man das benutzen kann und was ihr da mit der Information macht, liegt halt ganz bei euch. Dann haben wir heute wieder das geänderte Videoformat. Das heißt, nach dem Intro springen wir gleich in die Loxone Config und ich zeige dir, wie ich das Gerät programmiert habe. Und nach dem Intro geht's los. Schauen wir dann am besten erstmal hier in die Loxone Config auf die Airbase. Das heißt, wenn ihr ein Air-Gerät einlernen wollt, müsst ihr hier einfach die Airbase auswählen und dann könnt ihr hier oben Air-Geräte Suche machen und dann geht die Suche los und wenn ihr was findet, könnt ihr die dann einfach von links nach rechts rüberziehen. Das heißt, der Bildschirm teilt sich dann. Das habe ich schon im Video von dem Bewegungsmelder Air erklärt. Das heißt, wenn ihr da mal gucken wollt, könnt ihr da einfach mal nachschauen. Dadurch, dass das Gerät bei mir schon eingebunden ist, haben wir das natürlich hier drin. Das heißt, wir können da raufklicken und können dann hier zum Beispiel alle 5 Tasten anzeigen lassen. Das kann halt unter Umständen hilfreich sein, je nachdem, was ihr mit dem Taster oder mit der Fernbedienung machen wollt. Ich benutze die halt sehr, sehr vielseitig und finde die deswegen halt einfach cool, weil sie sehr, sehr klein und handlich ist, einfach auf dem Tisch liegt und steuert bei mir im Wohnzimmer quasi alles, was ich im Wohnzimmer bereits gemacht habe. Das heißt, wir haben hier die ganz normalen Standardeinstellungen. Wir können sagen, wie das Gerät heißt, in welchem Raum das liegt, wo das verbaut ist. Also Montageort ist bei mir halt einfach der Tisch. Ja, das ist natürlich ein bisschen witzig, aber ja, die liegt halt auf dem Tisch, da wo sie hingehört, weil es ja eine kleine Fernbedienung. Genau, dann haben wir hier halt ganz normal die Tasten. Das ist wie bei dem T5 oder bei einem ganz normalen Taster, ist das einfach ein Impuls, der da rausgeht und wir können dann diese Tasten einfach benutzen, um irgendwas zu steuern. Wir könnten theoretisch die Remote Air wie ein T5 benutzen. Das heißt, wenn ihr die einfach an die Jalousie ranzieht oder an den Autoserver ranzieht oder an die Lichtsteuerung ranzieht, dann verhält sich der genauso wie ein T5-Taster. Der mittlere Klick, was dann auf der Fernbedienung der obere ist, der würde dann halt das Licht steuern. Links die Jalousie und rechts den Audioserver. Bei mir war die Remote Air das erste Gerät, was ich von Loxone zusätzlich zum Miniserver hatte und der steuert bei mir im Wohnzimmer meine Lampen als auch mein Ventilator. Schauen wir dann mal ganz kurz in die Dokumentation und da seht ihr halt, welche Taster welche ist. Das heißt, oben haben wir 1, dann haben wir hier 2, 3, 4 und 5. Was ich jetzt bei mir eingebaut habe, ich habe im Wohnzimmer beziehungsweise in der Küche, weil wir so eine offene Wohnküche haben, 4 LED-Spots verbaut, beziehungsweise 3 LED-Streifen und eine Philips Hue-Lampe. Und ich habe das dann so gemacht, dass jeder der unteren Taster, also 2, 3, 4 und 5, jeweils eine Lampe kontrolliert und der hier oben alle gleichzeitig. Wie ich das gemacht habe, zeige ich euch gleich, nur dass ihr da halt mal eine Idee für bekommt. Und dann habe ich gesagt, für den Ventilator, den ich über einen Langzeitklick steuern möchte, sage ich hier Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3 und hier unten aus. Das heißt, wenn ich hier lang drücke, geht der Ventilator an, drücke ich hier lange, geht der auf Stufe 2, hier dann logischerweise Stufe 3 und hier unten, wenn ich da lange drücke, geht der einfach wieder aus. Die Langzeitklicks sind wirklich ein bisschen gewöhnungsbedürftig und man muss da wirklich von der Zeit richtig das abpassen, damit es irgendwie funktioniert. Das ist nicht ganz einfach. Ich habe das auch mit einem Dreifachklick probiert, das ist aber genauso kompliziert, weil dann oft ein Doppelklick erkannt wird, weil man halt irgendwie zu schnell gedrückt hat oder zu langsam gedrückt hat. Und dann geht plötzlich das Licht aus. Das war halt super nervig und deswegen habe ich gesagt, ich mache das lieber über einen Langzeitklick, auch wenn
da es ein bisschen komplizierter ist. Um das Ganze zu realisieren, habe ich jetzt den Taster 4, hier ist der 5., hier ist der 2. und hier ist der 3. Das heißt, die unteren 4 Taster in den Baustein Langzeitklick verknüpft. Und ich kann in diesem Baustein Langzeitklick jetzt einstellen, wie lange die Zeitspanne für den Klick ist. Also das heißt, man kann die Länge, die gewartet wird, um zu erkennen, ob es jetzt ein Langzeitklick ist oder nicht, halt variieren. Das heißt, da müsste man dann mal gucken, wie man das auf die eigenen Bedürfnisse anpasst. Ich habe das bei mir aktuell auf 0,35 Sekunden und ich habe dann, wenn das ein ganz normaler Klick ist, also nur 0,35 Sekunden ausgelöst wird, geht halt die 1 raus. Ansonsten, wenn das halt die doppelte Zeit ist, ist im Prinzip 2, die dreifache Zeit wäre dann hier 3 und hier unten 4. Dieser Wert gibt an, wie oft die Zeitspanne laufen muss, damit der Wert aktiviert wird. Das heißt, hier bedeutet es, dass der Wert kleiner oder gleich 0,35 sein muss, weil hier eine 1 steht. Bei einer 2 muss er größer als 0,35 sein, aber kleiner als 0,7. Wenn ich jetzt hier eine 3 reinsetze, müsste der kleiner oder gleich sein wie 1,05 Sekunden. Das heißt, man kann damit relativ einfach steuern, wie empfindlich im Prinzip dieser Klick halt ist. Es geht halt, glaube ich, bis 4 oder so hoch. Das heißt, man müsste dann hier oben sagen 4. Hier kann man vielleicht sogar eine 5 reinschreiben. Das heißt, es muss 5-mal dieser Wert sein. Und ich hatte das jetzt auf 2. Das heißt, man muss da relativ genau den Zeitabspann. Und wenn man hier eine 3 einträgt, hat man da ein bisschen mehr Spielraum. Und ich glaube, das ist ein bisschen einfacher. So, nochmal ganz kurz zum Verständnis. Für den Ventilator haben wir hier Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3, 0. Das heißt, 3 würde 1 machen, 2 würde 2 machen, 4 würde 3 machen, 5 würde 0 machen. Das ist ein bisschen kompliziert im Kopf, das irgendwie klar zu kriegen, wie da die Tasten sind. Aber das geht halt. Das heißt, hier unten haben wir T3, der geht hier auf die Stehlampe und hier auf den Ventilator auf die Steuerung 1. Der 2. würde den Ventilator Stufe 2 steuern. Der 4er, das ist der hier, geht dann auf Stufe 3 und der 5er, der untere, geht dann hier dementsprechend auf Reset. Der macht dann den Ventilator einfach aus. Und dann geht's halt von dem Langzeitklick und von den Tasten dementsprechend an die einzelnen Lichtsteuerungen und die werde ich euch jetzt mal schnell erklären. Lichtsteuerung. Ich habe eine Stehlampe, das ist eine Philips Hue Lampe, die oben links bei mir auf dem Regal steht, deswegen bekommt die den Eingang 3. Dann habe ich direkt vom Sofa aus geradezu an meinem Fernseher, sowohl unten in dem Sideboard als auch oben drüber über den Fernseher so ein Regal von Ikea und da ist halt jeweils ein LED-Band verbaut. Das ist Taste 2. Dann habe ich den Tresen, das ist Taste 5 und dann habe ich in der Küche noch ein Licht, das ist dann aber in einem anderen Raum und da habe ich dann den rechten Knopf, also den 4er benutzt, um dieses hier einzuschalten. Wenn wir jetzt hier mal reinschauen, habe ich in allen Lichtsteuerungen immer die gleiche Reihenfolge der Lichter verbaut. Das heißt, jeder Knopf auf egal welchem Baustein macht im Prinzip immer das Gleiche. Wir haben viel Licht, wir haben aus, wir haben dann nochmal viel Licht für die 1. Warum ich das so gemacht habe, weiß ich nicht, aber das ist jetzt so eingebaut. Das könnte man wahrscheinlich rausnehmen, weil man den hier oben einfach benutzen kann. Dann einen gedimmten und dann einen Fernsehmodus, wo dann das Licht einfach durchgeschaltet wird. Und 3 Stimmungen an sich reichen uns da. Wenn wir da was Custom haben wollen oder was manuell, dann machen wir das einfach in der App und das ist für uns vollkommen okay. Merken wir uns das ganz kurz und gucken jetzt hier in die TV-Wand und wir sehen hier, wir haben genau das gleiche. Wir haben jetzt hier noch eine zusätzliche Steuerung für den Bewegungsmelder drin, was bei der Stehlampe nicht der Fall ist. Und dann haben wir das hier für den Tresen und auch hier genau das gleiche. Auch hier keine Bewegungsmelder. Das war wahrscheinlich mal ein Test, den ich gemacht habe. Habe das nur einfach nicht rausgeschmissen. Wichtig ist, dass hier die IDs gleich sind, weil wenn die IDs nicht gleich sind, funktioniert meine Logik halt, die ich dann weitergebaut habe, nicht. Auch hier können wir nochmal reingucken, haben wir 1, 2, 3 definiert und das sind die 3 Stimmungen, die ich dann im Prinzip benutze und hier auch 1, 2, 3, 4 ist dann in dem Fall egal und hier auch 1, 2, 3. Dann habe ich mir diese 3 Lichtbausteine genommen und habe einen Lichtbaustein zentral in dem Raum eingebaut und habe jetzt in diesem Raum meine 4 Lampen und hier ist halt auch noch eine Lampe vom Ventilator mit drin, weil der Ventilator selbst halt auch eine Lampe hat. Die kann aber nur ein aus. Und die Küche wird dann in einem separaten Raum, also im Raum der Küche,
kontrolliert und gesteuert. Da guckt man dann gleich nochmal rein. So, und ich sage dann hier, habe ich einen Schalter Stimmung. Das heißt, ich habe einen Taster in der App, wo ich die Stimmung durchschalten kann, ja, weil wenn ich die Fernbedienung nicht benutzen möchte oder so, und der geht dann auf einen Zähler. Das heißt, der geht hier einfach von 1, 2 bis 3 und geht dann wieder zurück. Das ist hier so eingestellt, dass der Endwert 3 ist und wenn er bei 3 angekommen ist, fängt er bei 1 wieder an. Beziehungsweise bei 0, glaube ich, dass halt auch der Aus-Modus funktioniert. Dann habe ich hier den ganz normalen Tier 1. Auch hier gehe ich in einen Langzeitklick. Das könnte ich mir eigentlich sparen. Das war wahrscheinlich beim Test. Ich habe es nicht rausgenommen. Und von da dann in einen Mehrfachklick, weil ich unterscheiden möchte, ob ich einfach oder doppelt geklickt habe. Und gehe dann bei einem Doppelklick einfach auf den Reset der Lichtsteuerung, dass das Licht alles ausgeschaltet wird, und bei einem Einfachklick einfach mit an den Zähler. Das heißt, sowohl der Taster in der App als auch meine Remote R wird diesen Zähler hier einfach hochzählen und der aktiviert dann eine entsprechende Stimmung der Zahl. Die Lichtstimmungen sind deshalb so interessant, weil wenn ich jetzt in jedem Raum oder jede Lichtsteuerung einen anderen Wert als ID hätte, dann würden alle Lampen irgendwie eine unterschiedliche Lichtstimmung anzeigen. Und deswegen ist es relativ wichtig, da einfach dieselben IDs zu benutzen. Mit genau dieser Logik habe ich das jetzt geschafft, Lichter oder Lichtkreise oder Lampen einzeln mit der Remote R zu steuern, als auch alle gemeinsam zu steuern und dass alle gemeinsam den richtigen Wert haben. Anstelle des Zählers könnte man hier auch Radiotasten benutzen, die wahrscheinlich ein bisschen sinnvoller sind als so ein Zähler. Man hat nämlich den Nachteil, dass wenn man halt hier mal auf, zweimal geklickt hat, bis man auf die gedimmte Stimmung ist, man macht dann das Licht aus, dann bleibt der Wert ja hier auf der 2 und wenn man dann drückt, ist man bei der 3, das heißt, man fängt nicht wieder bei 1 an. Man könnte eventuell mit dem Doppelklick hier noch an R rangehen, dass er den Wert auf 0 setzt und dann hat man das Problem auch gelöst. Habe ich aber so jetzt nicht eingebaut. Das ist mir nur mal aufgefallen, dass da halt auf jeden Fall ein kleines Problem besteht und so könnt ihr das dann halt einfach lösen. In der Küche ist es ein bisschen einfacher, weil da habe ich nur ein LED-Stripe verbaut, der oben auf dem Küchenschrank einfach drauf ist. Alles andere haben wir noch nicht eingebaut, deswegen ist das hier super easy. Das heißt, der Langzeitklick hier geht einfach an T5.1 und Licht einschalten. Das kommt von meiner Pflanzlichtregelung. Geht der einfach hier ran und steuert dann im Prinzip das Licht. Jetzt musste ich gerade mal nachschauen, wo eigentlich die Küche verbaut ist. Mir war eigentlich so, als wäre die hier drin. Hier gab es einen Filter und ihr seht auch hier, dass die Lichtsteuerung der Küche hier mit auf dem Baustein verbaut ist. Und deswegen funktioniert der Klick über die obere Taste, also dass ich alles steuere und dann geht die Küche mit an. Der Einzelklick ist dann, wie ich euch eben gezeigt habe, nur in der Küche realisiert, weil da das dann einfach an T5.1 rangeht und dann funktioniert die ganze Sache. Die Loxone Remote R, ein wirklich sehr, sehr cooles Produkt, was mir im Alltag wirklich das Leben erleichtert. Ich komme da super schnell ran und kann dann, je nachdem, wie ich das gerne hätte, mir einfach das so hinklicken, wie ich das gerade brauche. Was machst du denn mit dem Gerät? Hast du das im Einsatz? Überlegst du dir das zu kaufen? Das sind halt super interessante Informationen. Lass mir das doch einfach mal in den Kommentaren da und dann können wir uns da austauschen. Die Community-Leute unter euch, ihr wisst es, ihr könnt bei uns in den Discord-Server vorbeischauen und da über Gott und die Welt reden, Fragen stellen, nach Support fragen oder einfach nur mitlesen, je nachdem, wie euch das beliebt. Ihr seid herzlich willkommen und den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, ist das Einfachste, diesen Kanal zu abonnieren. Und wenn ihr dann noch die Glocke aktiviert, bekommt ihr eine Nachricht, wenn ich ein neues Video veröffentlicht habe. Und damit wünsche ich euch viel, viel Spaß bei dem, was ihr gerade so Schönes tut in der Welt. Und wir sehen uns wie immer im nächsten Video.